Falls euch interessiert, wie wir die Tour geplant haben und worauf wir bei der Strecke geachtet haben, das gibt es jetzt später noch im Nachwort. Jetzt schauen wir aber erstmal, ob unser Team die 100 Kilometer überhaupt heil übersteht. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es zu einer neuen Tour. Was machen wir heute? Wir fahren heute keine ganz normale Tour, sondern wir fahren heute einen Leistungstest. Wir wollen heute 100 Kilometer zurücklegen. Wow, 100 Kilometer. Na dann, in Ruhe und lasst uns starten und euch viel Spaß. Wir haben uns bewusst für eine Struktur entschieden, um die 100 Kilometer kontrolliert anzugehen. Wolfshagen ist immer unser Ankerpunkt. Von hier aus fahren wir zuerst um die Granetalsperre, dann nach Wildemann und um die innerste Talsperre, nun erneut um die Granetalsperre und zuletzt noch einmal um die innerste Talsperre. Du hast dein Fahrrad doch heute ganz bestimmt getuned. Wie getuned? Naja, du bist heute ohne E-Motor unterwegs. Ich bin heute ohne E unterwegs, Wir ja? fahren heute konventionell mit Biobikes. Und wie sieht dein Tuning aus? Ich habe dir heimlich den Luftdruck etwas erhöht. Achso. Ah, okay. Sollte also leichter rollen. Am Anfang fühlt sich noch alles wie eine normale Tour an, obwohl wir etwas langsamer unterwegs sind als üblich. Das erste Stück geschafft. Kommt mir gar nicht so anstrengend vor, ehrlich gesagt. Naja, wenn man den auch hochkriecht. Naja, wir müssen die Kraft sparen. Ja. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Oh ja, ein paar mehr, ne? Ein paar mehr, viele mehr. Hier verlassen wir das Gelände der Granetalsperre und fahren weiter zu unserem ersten Checkpoint. Wir sind wieder in Wolfshagen. Etwas über 20 Kilometer gefahren. Hier bei Checkpoint 1 sind wir wieder in Wolfshagen und könnten jederzeit abbrechen, wir entscheiden aber weiterzumachen. Jetzt wird es unangenehm. Ja. Etliche Kilometer nur berghoch. Zwar immer nur ganz leicht, aber nur berghoch. Kurze Pause bei Wildemann. Mahlzeit.
bin eben gerade mit links mit der Brennnessel kollidiert. Mal gucken, ob ich das nachher nochmal mache. Ich jedes Mal, wenn wir da runterfahren. Ich habe es aufgegeben auszuweichen. Bei 60 Kilometer haben wir noch mal eine Pause gemacht. Wir haben die Pausen vorweg geplant. Da reichen schon 5 bis 10 Minuten, nichts Langes. Und in dieser Pause haben wir noch mal die Wasserflaschen aufgefüllt. Kurze Pause. Auf die letzten 20! Oh, ich will noch hinterherkommen. Sehr schön. Also auf die letzten 20 Kilometer. Na komm, noch etwas über 10 Kilometer. Toll! Ah, wieder diese Brennnesseln.
Die letzten 10 Kilometer hatten es in sich. Hier ging es mit Konzentration und Ausdauer bergab. Das war nicht ganz konzentriert. And again. Ah, jetzt wieder hier rüber, verdammt. Scheiße. Ich fange so langsam an, jeden Kilometer zu zählen. Warst du? Ja, Oha. Ne, bei mir geht's noch. dann ist doch gut. So, 7 Kilometer fehlen uns noch. Sag mal, wie kriegen wir 7 Kilometer? Du kennst dich ja hier aus. Versuchen wir's. Einfach mal hier lang. Fahren wir hier lang? Okay. Aber schön ist es hier. Da man nie so genau auf seine Zielkilometer kommt, sind wir am Ende nochmal eine Schleife gefahren. (100 Kilometer. Ja, wie viele Kilometer haben wir geschafft? 100. In wie viel Höhenmeter? Keine Ahnung. Ich Etwas habe über nicht 1200 waren es. geguckt. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich habe 100 Kilometer geschafft. Yay. Ich bin War fertig. super, ne? Ja. Hat Spaß gemacht. Und jetzt ab unter die Dusche. Und dann ist Jetzt Feierabend. Also, wir sehen uns dann bei unserer nächsten Tour. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann. Ciao. Tschüss! Und die Tour wäre vermutlich nie so entspannt gelaufen, wenn ich sie geplant hätte. Jessica hat das Ganze zum Glück übernommen. Mit meiner eher abenteuerlichen Planung hätten wir uns wahrscheinlich irgendwann in der Harzer Wildnis selbst in die Wüste geschickt. Genau deshalb haben wir die Tour bewusst über bekannte Abschnitte, Schleifen und Wiederholungen aufgebaut. Das hilft uns unterwegs, weil wir die Strecken kennen und unsere Kräfte besser einteilen können. Wichtig ist bei so einer langen Tour auch, dass das Gelände nicht so anspruchsvoll wird. Vor allem dann nicht, wenn man sich nicht ganz sicher fühlt. Nach vielen Kilometern wird nicht nur der Körper müde, sondern auch der Kopf. Genau deshalb kann technisch schwieriges Gelände schnell mental überfordern. Außerdem haben wir die Tour um einen zentralen Anreiseort herum geplant. So hat man immer einen klaren Bezugspunkt und kann im Zweifel jederzeit aussteigen. Und ganz wichtig, genug Verpflegung einplanen. Gerade auf einer langen Tour merkt man schnell, wie sehr Essen und Trinken über Energie, Konzentration und Stimmung entscheiden. Wenn ihr so etwas selbst plant, nehmt euch Zeit für die Vorbereitung, plant realistische Etappen, denkt an Pausen, Verpflegung und Getränke und setzt lieber auf Strecken, die ihr kennt und gut einschätzen könnt. Unterm Strich gilt, gute Planung macht aus einer riesigen Distanz ein machbares Projekt.